Was ich fühle, ist, dass da viel, viel mehr dahinter steckt Mhm. und dass das alles wie eine Bühne schon vorbereitet wird für, sag ich mal, eine Art Fake-Alien-Invasion. Weil von dem, wie ich diese Leute kenne, durch viele Jahre Remote Viewing und Astrowork und Quantum Work rund um die Erde, weiß ich, dass sie so ein Disclosure nur machen, wenn es ihnen dient, nur machen, dass sie Wahrheit verdrehen also in Lüge, sodass man gar nicht mehr weiß, was los ist. Und die ganzen Files, die sie disclosed haben, sind aber letzten Endes die retro-engineerten UFO-Files. Und die Leute, die sprechen, sind alle sehr, sehr bekannt dafür, dass sie ja infiltriert sind, heißt reptilianische Besetzungen haben oder andere oder die Leute, diese Rassen, die sie enthüllen, sind die, die bekannterweise negativ sind oder meist negativ oder zumindest restriktiv agieren. Und das alles mit den ganzen Aussagen, die getroffen wurden von vor Jahren, plus dass jetzt teilweise Militärtreffen mit verschiedenen Religionspriestern und Oberhäuptern stattfinden und die Leute briefen über Mhm. das Event, wo ich dann sage so, boah, es wird jetzt richtig, richtig arg doll spannend und man sieht einfach, die Matrix hinter der Matrix wird noch sichtbarer, um uns, die nicht sehen konnten bisher, einfach klein zu halten und auszubeuten, auszunutzen, da unsere Energie und unser Kreatorensein sie nährt, weil sie selber nicht die Fähigkeit haben, Welten zu formen, wie die Kreatoren sehen oder Schöpfer sehen, wie wir sind, weil wir sind eigentlich in unserem Kern Schöpfer von Welten. Wir erschaffen Welten als das, was wir sind, als die Seelen, die wir sind. Und diese Wesen haben nicht die Kapazität, selbst Welten zu erschaffen. Sie brauchen Kreatorenseelen, sie brauchen Schöpferseelen. Und dafür haben sie, sag ich mal, eine ganze Farm, eine ganze Seelenfarm aufgebaut, hier auf dieser Erde, aber auch darüber hinaus, um einfach Seelen dazu zu bringen, für sie Welten zu erschaffen, die sie am Ende kontrollieren. Und all das kommt jetzt ans Tageslicht. Und das, weil wir Seelen uns entschieden haben, dass es jetzt an der Zeit ist. Und dieser Stress geht nachweislich aus dem Nervensystem heraus, wie eine Art Reset, je länger das Bewusstsein im Herzen ist. Und zu lernen, im Herzen zu sein, über das Herz zu leben, zu denken, zu fühlen, sprich den Herzfilter zu nutzen oder besser gesagt, aus dem Tagesbewusstsein zu einem herzbewussten Mensch zu werden. Und aus dieser Perspektive fühlen wir, ja, wir werden sensibler. Aber wir werden auch klarer. Das heißt, wir fühlen sehr, sehr schnell, wie sich etwas anfühlt, was wir konsumieren. Konsumieren in Form von Lebensmitteln, die vielleicht nicht stimmig sind. Viele Menschen haben Probleme, Lebensmittel, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Ganz viele Intoleranzen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, auch weil die chemische Belastung in uns viel zu groß ist, Parasiten in unserem Energiefeld sind und in unserem Körpersystem sind. Unser System voll ist mit Schwermetallen und. Und all das fangen wir an zu fühlen, wenn Lebensmittel diese Dinge beinhalten, weil unser Herz eng wird dabei. Das heißt, wir können auch hier fühlen, was tut uns überhaupt gut, was wir einnehmen, was tut uns gut, was vielleicht im Internet gespielt wird, von Musik über Videos, über Filme, über Podcasts, über Influencer, über Bücher, was auch immer. Ich fühle einfach, tut mir etwas gut oder nicht und kann es dementsprechend korrigieren oder verhindern, dass es mein Energiefeld weiter penetriert. Was bedeutet, dass wir souveränere Entscheidungen treffen und dann kann es sein, dass wir toxische Beziehungen nicht mehr weiterführen. Die Schiffe von den ETs haben immer für mich sehr viel Liebe ausgestrahlt, sehr viel Freundlichkeit, wie eine Mutter, wie wie eine Intelligenz, die sich um mich hüllt und die für mich sorgt. Die von Menschen gemachten Schiffe sind sehr hart, schneidend, beißend, stechend. Ähnlich wie die AI, die bei uns auf dem Markt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Sensitivität habt, um das zu fühlen, aber die AI, wenn AI spricht, wenn AI-Texte da sind, die haben alle sowas Kaltes, Mhm. Stechendes, Schneidendes, einen Ton in sich, der Kühle ist und nicht Wärme. Und
Die Schiffe von ETs und ETs selber haben immer die Energie aus meiner Perspektive, was ich fühle, von denen, mit denen ich in Kontakt war. Ich war nicht mit allen in Kontakt. Die, mit denen ich in Kontakt war, sind die Ariel, die Sasani, die Plejaden und über die Remote-Hologramm-Technologie Arcturianer und Andromedaner. Und Oma. Oma, genau, wollte ich auch. Aber die hatten alle Wärme. Die hatten alle Mhm. Freundlichkeit und ich hatte nie das Gefühl von Angst, nie das Gefühl Mhm. von Panik. Es war eher ein stilles, schweigendes Staunen und nach Hause kommen. Das war eher so die Ruhe. Das war, als würde alles um mich herum ruhig werden und als wäre alles okay.